Dennoch ist die Idee, dass die sogenannte KI die Menschheit versklaven könnte, nicht gänzlich von der Hand zu weisen. Allerdings auf eine andere Weise und aus anderen Gründen. In der Natur geht alles den Weg des geringsten Widerstands. Dieses fundamentale Prinzip der natürlichen Ökonomie leiten wir in unserem Buch Wahrhaftig in die Wirklichkeit sowie in unserem Kurs Grundlagen der Wirklichkeit für jedermann nachvollziehbar her. Aus diesem Prinzip folgt, dass jedwede Fähigkeit, die nicht genutzt wird, sich zurückbildet. Pädagogen ist bekannt, dass etwa die Nutzung von Taschenrechnern für das Lösen einfacher Rechenaufgaben eine Zurückbildung des Kopfrechenvermögens nach sich zieht. KI-Programme sind im Prinzip komplexere Taschenrechner. Wenn etwa für Schreib- und Recherchearbeiten auf KI-Werkzeuge zurückgegriffen wird, bilden sich entsprechende Kompetenzen seitens der Nutzer zurück bzw. gar nicht erst heraus. Der Nutzer wird infolgedessen zunehmend abhängig von diesen Werkzeugen und muss nun dafür Sorge tragen, dass diese Maschinen erhalten bleiben. In diesem Sinne könnte man durchaus davon sprechen, dass der Mensch zum Sklaven der Maschine wird. Der Mensch versklavt sich dabei allerdings selbst. Wir schließen nicht aus, dass wir Harari missverstehen und er eigentlich etwas gänzlich anderes meinen könnte. Gerne sind wir zu einem Austausch bereit. Wir sind betroffen darüber, dass weder im gesellschaftlichen Mainstream noch in der angeblich alternativen Szene eine offene Diskurskultur gelebt wird. Vor allem aber nicht ausschließlich in letzterer werden Persönlichkeiten von ihren Anhängern unkritisch als Autoritäten wahrgenommen oder andernfalls durch Verunglimpfung unter der Gürtellinie verschmäht. Beachte hierzu auch den in vergangenen Beiträgen unsererseits behandelten spirituellen Lehrer Alexander Vagant. Weder letzterer noch Harari verfügt über die fachliche Kompetenz, um eine Entwicklung wie die sogenannte KI angemessen beurteilen zu können. Es scheint, dass in beiden Fällen ein Status als etablierte Autorität unbewusst instrumentalisiert wird und infolgedessen populäre Ängste geschürt werden. Bei der Frage der Möglichkeiten und Gefahren in Verbindung mit der Weiterentwicklung und Verbreitung der sogenannten KI neigen auch Entwickler in diesem Fachbereich in öffentlichen Statements immer wieder zu Fehleinschätzungen. Dies ist dadurch bedingt, dass viele Entwickler zwar programmieren können, allerdings die mathematischen Grundlagen digitaler Systeme nicht verstehen.